das Konzept ist, dass die Band Feuerwehrleute spielen und die schon lange keinen Einsatz mehr hatten und in ihrer kleinen Feuerwache eine riesen Garage haben, da ein riesiges 2 Stockwerke hohes Feuerwehrauto drin steht und die dann halt in die Stadt rasen und alles, also teilweise mehr kaputt machen, als sie retten und auch am Ende eigentlich ziemlich versagen bei der ganzen Rettungsaktion, die sie dann vorhaben. Also, da schläfst du und machst die Nase rümpfen. Ja. Dann Alarm, Augen aufmachen, gucken, dann aufsetzen. Okay, alles nein. Ja, ich sag dir jedes an. Am besten. Okay, gut. Ja, also bis auf das Naserümpfen direkt. Okay. Das ist ein Zimmer, ist sozusagen die Feuerwehrwache. Und dort schläft die Band sozusagen und hält sich auf und wartet auf den Alarm. Und es sieht da sehr wüst aus und verlottert und verraucht. Und dann kommt der Alarm und dann geht's los. Das Gute ist bei dem Video, was ich, warum ich auch für dieses Treatment gewotet habe, war, dass kein Feuer drin vorkommt und kein Benzin. Weil das, wenn man das Lied so hört, nur den Text und die Musik, denkt man, alles brennt, lichterloh, bis der Fernseher brennt sogar. Und das Gute an der Idee ist, dass überhaupt nichts brennt. Und Kamera. Und Alarm. Und aufsetzen. Gut. Danke aus. Danke aus. Also ich denke, das sind originale Klamotten, Hosen, Jacken. Die Helme sind auf jeden Fall amerikanisch. Aber wir haben jetzt die original Berliner Feuerwehrhelme gesehen, also ihr hättet die besser gefunden. Absolut. Ist gerade das Kompendium? Kommt der nicht rein? Kann ich ja sogar noch ein bisschen näher ran, ne? Mein Gott, der kommt nicht. Ja, so finde ich besser. Ja, vorher fand ich besser. Und Video ab. Kamera ab. Und Action! Ich brauche Zeit, kein Heroin, kein Alkohol, kein Nikotin. Und Video ab. Kamera ab. Und Action! Bitte. Nach vorne gehen. Strecke machen, Strecke machen. Danke. Ja, war ganz gut. Also wichtig ist wirklich der Anfang und das Ende. Wie fängt was an? Dann muss man einen roten Faden durch die ganze Sache ziehen und muss halt irgendwie ein gutes Ende geben. Und es ist natürlich schwierig, so wie das letzte, keine Lust, sowas zu toppen irgendwie, weil die Idee von keine Lust, die war halt einzigartig und jetzt darauf aufzubauen, ist natürlich unglaublich schwer irgendwie und dann ich glaube, die Chance liegt hier in dieser Animation, weil es halt was total Neues ist. Ich brauche Zeit, kein Heroin, kein Alkohol, kein Nikotin, brauch keine Hilfe, kein Koffein, doch Dynamit und Terpentin. Ich habe als Kind immer geträumt, also Fahrer zu werden. Vom großen Truck. Das war ein großer Traum, den ich hatte. Also Feuerwehrmann, Kosmonaut und Taxifahrer fand ich immer spannend. Im Osten war es so, dass in der 5. Klasse oder in der 6. Hattest du so ein Vorstellungsgespräch bei so Armeeleuten, die kamen in die Schule. Und dann wurden wir einzeln in diesen Raum gerufen. Und dann sagte er, na, was willst du denn mal werden? Und ich sagte, Jäger. Da sagte er, aha, dann kommst du an die Grenze, immer an der frischen Luft und ein Gewehr auf dem Rücken. Und Video ab. Achtung, Kamera. Und bitte.
ist eine Dorfstraße, der Fall ist 30 km/h. Also es ist echt so ganz wenig. Nachher gibt es dann mehr. Okay, ich dachte wieder schneller. Ja. Nee, ist noch ganz wenig. Die Karte ruhig ein bisschen näher nehmen. Die Effekte waren perfekt. Ist immer schwer, eine Single auszusuchen. Jeder denkt irgendwie, ja, was könnte dann passieren, was könnte dann passieren. Und in letzter Zeit sind wir eigentlich dazu übergegangen, einfach ein Lied zu nehmen, was uns gut gefällt. Und bei Benzin haben alle gesagt, okay, finden wir gut. Wir werden soweit. 5% kann man. Ich bin bereit. Okay, dann hochnehmen. Achtung. Und Video ab. Laufband langsam los. So, alles klar. Gut. Ja. Obenblick. Du spürst erst, was das links ist und schau mal länger dann nach links, ja? Und jetzt. Also ich bin Max, ich habe die 3D betreut für das Projekt und auch einen Teil davon selbst gemacht. Das Besondere an dem ganzen Ding war für uns auf jeden Fall, dass die große Anzahl der Effektshots, also es waren insgesamt 120 Stück oder noch mehr, was wir in einer relativ kurzen Zeit alles bewältigen mussten quasi. Okay, was wir hier haben, ist ein klassisches Greenscreen Compositing. Das heißt, wir haben Paul, wie er einfach langläuft vor einem Greenscreen, was uns dann die Möglichkeit gibt, dieses Grün zu ersetzen. Und die Leute haben zusätzlich noch einen Emitter, also einen Partikel-Emitter, dass sie diesen Rauch auch ausstrahlen, dass wirklich der Rauch von den Leuten ausgeht, was dem Ganzen nochmal eine weitere Ebene ergibt. Ich brauche Geld für Gasolin, explosiv wie Kerosin, mit viel Oktan und frei von Blei, ein Kraftstoff wie Benzin. Also wir haben hier das Original-Footage, wie es gedreht wurde. Wir haben erst mit Retuschen begonnen, wir haben die Autos rausgenommen aus dem Bild und noch ganz gut zeigen im Vorher-Nachher. Wobei hier noch dazu zu sagen ist, dass das eben ein besonderes Beispiel ist, weil es ist eine Dynamiksimulation, also das ist wirklich ein großes Objekt simuliert, was in diese Hausecke reinkracht. Und das sieht man auch, dass die halt alle hüpfen, die ganzen Teile auf dem Boden richtig. Also so Interaktionssachen sind schon immer die kompliziertesten Sachen eigentlich. Da kann man also sehen, dass die Voranimation schon sehr genau übereinstimmt mit dem, was später passiert. Das halt sehr wichtig ist, um solche Sequenzen vorher zu timen.
ja. Mal Platz nehmen. Der Fahrer, nee, der kann ja nicht hinterm Lenkrad so weit rausziehen. Ja. Du musst eigentlich da hängen. Vom Kopf. Und bitte. Jetzt zeigt er was. Jetzt zeigt sie, gucken. Aha. Ja, super. Christian, bleiben, Christian. Cut. Gut. Aus, danke. Gut. Und bitte. Und bitte Leben in den Körper zurück, bitte. Bisschen Leben, bisschen. Hochhaus, zum Hochhaus gucken, Paul. Schneider ein bisschen rudern. Also wir sind jetzt gerade aus dem umgekippten Auto ausgestiegen und haben alle überlebt und merken, dass wir durch einen Zufall genau an der Stelle gecrasht sind, wo wir eigentlich auch hin wollten. Und dann ruft uns Till und dann werden wir jetzt gleich das Sprungtuch aufspannen. Bitte. Hier, komm her! Was ist mit euch? Her hier! Raus das Ding! Spannt das Tuch auseinander! Alarm! Hier rüber, weiter dahin! Da rüber! Rüber! Wohin? Da! Jetzt halt! Nochmal schneller und Tuch und hoch. Achtung. Tuch und nach oben. Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen. Willst du es nie wiedersehen? Lass es schwimmen in Benzin. Erstmal wissen, ob es hält. Bei dem Shot geht es darum, dass wir nochmal von ganz oben filmen, was wir unten gerade gefilmt haben. Also praktisch aus der Subjektiven des Suizidgefährden. Und der Shot ist halt deswegen ein bisschen tricky, weil die Kamera muss halt über die Brüstung rüber gucken. Da bauen wir jetzt halt hier so eine kleine Konstruktion. Und dann, ja, das ist eigentlich das Prinzip dabei. Also klar, wenn du jetzt ganz streng aufsteht, ich glaube, das ist ein bisschen weiter sagen. Hände offen. Dann, ach so, ich dachte, du machst ganz gerade, weißt du? Schwenk mal nach rechts, weißt du? So gerade, hätte ich gedacht. Nee, gerade. Weiter. Mhm. Wir müssen eigentlich da unten sein. Auf jeden Fall ist es für uns auch eine Chance, uns anders zu präsentieren und auch unser Image zu kreieren. Letzten Endes können die Leute zum Konzert kommen und sich die Show angucken und die haben ein visuelles Bild von uns als Performance-Musiker, aber wir nutzen eben die visuelle Form im Video dafür, dass wir uns auch noch anders ausdrücken können. Ich brauch